Schönen guten Tag und herzlich willkommen an alle Investoren. Heute möchte ich Ihnen eine exklusive Gelegenheit vorstellen, und zwar die letzte Einzimmerwohnung in unserem nachgefragten Projekt Mein Glück. Wir hatten hier mit einem Kunden ein bisschen Schwierigkeiten, der hat die Finanzierung nicht ganz durchbekommen. Er ist natürlich super traurig, aber das ist die Chance für Sie, um die letzte Einzimmerwohnung im Projekt Mein Glück zu erwerben. Gerne stelle ich Ihnen die kurz vor heute. Was sind die Highlights hier? Sie haben also einen Bauträger Krieger und Schramm mit 33 Jahren Erfahrung und ausgezeichneter Bonität. Wir haben eine hervorragende Bauqualität. Das hat sich schon bewiesen bei den letzten 1.000 Einheiten, die wir etwa fertiggestellt haben. Ein hoher Ausstattungsstandard mit Echtholzparkett, mit, deutschen Markenherstellern für unsere Sanitärobjekte und KfW 40 selbstverständlich. Der Kaufpreis für diese Wohnung beträgt lediglich 295.000 Euro, was einen sehr niedrigen Eigenkapitaleinsatz von lediglich 23.600 Euro bei dieser Investition ermöglicht und gleichzeitig ein positiver Cashflow. Das Ganze führt dazu, dass bei einem Verkauf nach 10 Jahren fast 100.000 Euro Reingewinn möglich ist und das Ganze ohne Aufwand in der Vermietung und Verwaltung dank dem Krieger und Schramm Rundum-Sorglos-Paket. Die Mietgarantie ist noch mal 'n kleiner Bonus obendrauf. Das heißt für Sie, auch bei Leerstand haben Sie keinen Mietausfall, denn Krieger und Schramm kommt für Ihre Miete auf. Aufgrund von der Expansion von Siemens an dem Standort in der Nähe des Projektes werden wir eine extrem hohe Mietnachfrage haben. Aber lassen Sie uns mal schauen, wie das Ganze aussieht. Vorweg noch mal kurz zu Krieger und Schramm. Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen seit nunmehr 33 Jahren und haben über 1.000 Einheiten in Frankfurt und in ganz Deutschland fertiggestellt. Mehrfach wurden wir bereits ausgezeichnet, unter anderem als Bauunternehmen des Jahres oder auch den Deutschen Baupreis, den wir 2022 erhalten haben. Und was uns besonders wichtig ist für unsere Baupartner, aber auch für unsere Kunden: Wir lassen uns jedes Jahr von der Kreditreform intensiv prüfen und unsere Bonität einmal auszeichnen. Wir haben nämlich eine 15-fach bessere Bonität als der Branchendurchschnitt und sind damit sehr, sehr sicher, ein sehr sicherer Partner für Sie als Kunde. Kurz vorweg möchte ich noch die Investition in ETF und in Immobilien vergleichen, denn das ist der große Hebel bei unseren Objekten und unseren Wohnungen. Nehmen wir an, Sie investieren 23.600 Euro Eigenkapital in einen ETF. Nach 10 Jahren mit einer durchschnittlichen Rendite von 8% pro Jahr wird sich Ihr Kapital vermehrt haben auf 50.950 Euro. Jedoch müssen wir hier bei einem ETF wie zum Beispiel dem MSCI World auf 70% der Erträge müssen wir 25% Kapitalertragssteuer zahlen. Heißt, abzüglich dieser Steuer bleiben uns 46.163 Euro Eigenkapital über. Wir haben unser Kapital in 10 Jahren also fast verzehnfacht. Schauen wir mal, wie sich das bei Immobilien verhält. Wir nehmen also unsere Wohnung als Beispiel, 295.000 Euro Kaufpreis mit 23.600 Euro Eigenkapital. Nach 10 Jahren und bei der Inflationsstabilität von Immobilien rechnen wir also mit einer Wertsteigerung in Höhe der Inflation, also etwa 2% pro Jahr. Wir werden also einen Immobilienwert von 359.000 haben. Das entspricht einer Wertsteigerung von 64.603 Euro. So, jetzt haben wir diese Immobilie aber mit einem Darlehen erworben, haben lediglich die Transaktionskosten in Höhe von 8% aus Eigenmitteln gezahlt, und zwar die Grunderwerbsteuer von 6% und Notarkosten von 2% sowie einigen anderen Themen. Insgesamt haben wir also nur 23.600 Euro Eigenkapital aufgenommen. Und jetzt kommt das Spannende: Der Mieter und das Finanzamt, die zahlen uns jetzt gemeinsam unser Darlehen zurück. Und das bedeutet, innerhalb von 10 Jahren wird das Darlehen um fast 52.000 Euro getilgt, was zu einer Restschuld von nur noch 243.000 Euro führt. Insgesamt haben wir damit bei einem Verkauf nach 10 Jahren einen Gewinn
von 116.570 Euro. Abzüglich unseres ursprünglich eingesetzten Eigenkapitals von 23.000 Euro bleiben uns damit fast 100.000 Euro Reinerlös aus dieser Investition. Und das Wichtige hier, um das Ganze vergleichbar zu machen: Die Immobilie darf uns nichts kosten während der Halteperiode und sie darf uns wie ein ETF auch keinen Aufwand bringen. Das Ganze ist gegeben durch das Krieger und Schramm Rundum-Sorglos-Paket gemeinsam mit der Mietgarantie. Hier übernehmen wir für Sie komplett die Vermietung und Verwaltung Ihres Objektes. Sie müssen also nur noch auf Ihr Konto schauen und gucken, dass die Miete eingegangen ist. Und aufgrund der degressiven Abschreibung für Neubauimmobilien seit März 2024 können wir mit unseren attraktiven Immobilien ermöglichen, dass sie für die nächsten 10 Jahre auch keinen Cent zusätzlich kosten. Sie müssen lediglich am Anfang das Eigenkapital einbringen. So, kommen wir nun zum Projekt. Wir haben bei unserem Projekt Mein Glück insgesamt 41 Wohnungen in 3 Gebäuden. Wie gesagt, mit KfW 40, Luftwärmepumpe und PV-Anlage. Somit haben Sie auch in Zukunft keinen Ärger bei Heizungssanierung oder Heizungsaustausch, denn hier sind wir bereits auf dem höchstmöglichen Stand. Das Projekt hat insgesamt sehr attraktive Grünanlagen, einen begrünten Innenhof, wo die Bewohner dann auch etwas entspannen können. Und auch die Mikrolage zeichnet sich hervorragend aus, denn wir haben Supermärkte, Ärzten, Schulen, Kindergärten, alles in fußläufiger Nähe. Eine Bushaltestelle ist lediglich 100 Meter vom Projekt entfernt, mit dem man dann auch schnell in die Innenstadt Frankfurts kommt. Und ein ganz besonderes Highlight hier für alle Investoren: Das Siemens Schaltanlagenwerk mit 1.900 Mitarbeitern befindet sich in Laufdistanz vom Projekt. Und das ganz Besondere hier zusätzlich: Siemens plant bis Mitte 2027, also bis zur Fertigstellung des Projektes, eine Expansion an diesem Standort. Siemens möchte 100 Millionen Euro in den Ausbau investieren und zusätzlich 400 neue Jobs schaffen. 400 neue Jobs heißt hier natürlich auch 400 Wohnungen für 400 Mitarbeiter. Und da kommt das Projekt Mein Glück mit seiner Nähe zu dem Siemens-Schaltanlagenwerk genau richtig. Aber nicht nur Siemens hat die Attraktivität des Standortes erkannt, auch die Stadt Frankfurt bemüht sich aktuell um eine deutliche Aufwertung des Standortes. Hier zu sehen ist, was Frankfurt hier an dem Standort Dieburger Straße, Frankfurt-Fechenheim Süd plant. Denn man sieht ganz schön, hier befindet sich unser Projekt, 3 Gebäude, 41 Wohnungen, und außenrum ist ein Bebauungsplan neu erschaffen worden. Der Aufstellungsbeschluss steht. Und hier soll die ganze Gegend soll hier deutlich aufgewertet werden. Aber nicht nur die Wohnbebauung hier soll intensiviert und attraktiver gemacht werden. Nein, ganz besonders die grüne Lunge von Frankfurt Ost, die soll erhalten und aufgewertet werden. Die grüne Lunge von Frankfurt Ost beginnt hier nämlich direkt am Projekt. Hier dieser große Grünstreifen, und der zieht sich über mehrere Kilometer durch das östliche Frankfurt. Hier sollen in naher Zukunft neue Sportanlagen, Spielplätze, aber auch Begegnungsstätten für Bewohner und für die Leute von Frankfurt-Fechenheim errichtet werden. Und das Ganze macht die Lage natürlich auch für die Zukunft noch mal deutlich attraktiver. Schauen wir uns mal den Markt in Frankfurt und in Frankfurt-Fechenheim an, denn hier sehen wir ganz klar, und da haben wir wirklich einen Spezialfall im Vergleich zum Rest des Landes. Wir haben 60 aller Haushalte in Frankfurt bestehen aus nur einer Person. Hier besteht also die höchste Nachfrage nach Kleinwohnungen. Wenn wir uns jetzt mal die Mietentwicklung in den letzten 10 Jahren anschauen, dann sehen wir, dass in Frankfurt-Fechenheim nach den Angebotsmieten, die auf Immobilien Scout inseriert wurden, hatten wir 3,7% Mietpreissteigerung pro Jahr und damit deutlich höher auch als in anderen Städten oder anderen Stadtteilen in Frankfurt.
Jedoch haben sich diese 3,7% so nicht ganz durchgezogen, denn insbesondere aufgrund des Ukraine-Krieges, aber auch aufgrund der viel zu niedrigen Bautätigkeit in den letzten Jahren hatte Frankfurt letztes Jahr eine Mietsteigerung von sage und schreibe 8% innerhalb nur eines Jahres. Das Ganze hat das Institut der deutschen Wirtschaft gerade erst vor 2 Wochen so veröffentlicht. Insgesamt also sehr, sehr gute Perspektiven für Ihre Investition in Mein Glück. Lassen Sie uns mal die Wohnung anschauen. Wir haben hier also eine Einzimmerwohnung, optimal zur Vermietung, beispielsweise an Expatriates, an Wochenendheimreiser und natürlich an alle Siemens-Mitarbeiter oder auch drumherum. Die Einzimmerwohnung hat 31 Quadratmeter Wohnfläche und hier können wir eine Marktmiete erzielen von 717 Euro im Monat kalt. Garantiert werden Ihnen aber auf alle Fälle, auch im Falle des Leerstandes, 655 Euro pro Monat. Das Ganze gibt es schon für einen Kaufpreis von 295.000 Euro, wobei Sie lediglich die Kaufnebenkosten aus Eigenkapital mitbringen, und zwar 23.600 Euro. Im weiteren Verlauf der nächsten 10 Jahre haben Sie jetzt einen positiven Cashflow. Sie haben keine weiteren Zuzahlungen zu dieser Investition und alles läuft passiv nebenher und stellt damit eine optimale Investition dar. Wenn wir mal in die genauen Zahlen hier schauen, dann sehen wir eine monatliche Einnahmenüberschussrechnung ab dem ersten Jahr der Vermietung. Auf der Einnahmenseite haben wir die Miete von 717 Euro und die Steuerersparnis, die im Wohnungsneubau aufgrund der 5% degressiven AFA enorm ist. Sie sparen sich jeden Monat 620 Euro Steuern, die Sie ansonsten, Vater Staat, zahlen würden. Damit kommen Sie auf Gesamteinnahmen von 1.336 Euro. Und wenn wir uns jetzt mal die Ausgabenseite anschauen, dann haben wir da lediglich Zinsen in Höhe von 800 Euro sowie die Tilgung von 370 Euro und Verwaltungsgebühren und Rücklagen, die sie jeden Monat bilden, in Höhe von 80 Euro, die nicht auf den Mieter umlegbar sind. Somit kommen wir insgesamt auf einen leicht positiven Cashflow. Im Umkehrschluss bedeutet das für Sie, die Wohnung kostet Sie die nächsten 10 Jahre nichts. Jetzt schauen wir uns nochmal die Wertentwicklung und die Vermögensentwicklung an. Und dabei sehen wir wieder genau unsere Zahlen vom Beginn. Wir haben einen potenziellen Verkaufspreis von 359.000 Euro in 10 Jahren bei einer angenommenen Wertsteigerung von 2%. Die Restschuld beträgt nur noch 243.000 Euro, denn der Mieter und das Finanzamt haben fast 52.000 Euro ihres Darlehens getilgt. Und somit konnten wir innerhalb von 10 Jahren 116.000 Euro Vermögen aufbauen, was fast das Fünffache ihres ursprünglich eingesetzten Eigenkapitals entspricht. Damit können wir eine Eigenkapitalrendite nach Steuern von durchschnittlich 18% innerhalb der letzten 10 Jahre erzielen. Wenn Sie näheres Interesse an dieser letzten Einzimmerwohnung haben, dann bitte ich Sie, rufen Sie mich oder den Herrn Mies schnellstmöglich an, dass wir eine Beratung vereinbaren und gemeinsam diese Einzimmerwohnung für Sie explizit durchrechnen, Ihnen die bestmögliche Finanzierung sichern können und Sie die Gelegenheit haben, diese Wohnung zu erwerben. Ich bedanke mich recht herzlich und freue mich, von Ihnen zu hören. Tschüss.